Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung mit vielen bekloppten News. Und zwar haben wir heute wieder frisch gepresst, und zwar Air Canada Flugbegleiterin geht ballistisch, weil eine Passagierin angeblich nur nach einer Decke fragt. Leider ist das Video nicht ganz konklusiv, aber schaut es euch an, kommt zu einer Meinung. Boeing macht 2 Milliarden Verlust mit einer 747-8er, 2 Stück, um genau zu sein. Das wären die neuen Air Force One, damals ausgehandelt von Donald Trump. Vielleicht fliegt er sie ja auch bald, wenn die mal irgendwann mal fertig kriegen sollten. Aber irgendwie haben die immer noch Probleme mit der Bude. Dann Hamburg, die wollten eine SAF-Anlage bauen, also Sustainable Aviation Fuel. Forget about it, kommt nicht. Qatar Airways A380er fliegen doch länger als nur diese kurze Zeit, die man dachte. Und wir haben noch ein Thema, das ich heute mit einem Kunden besprochen habe. Soll ich teure Koffer kaufen? Und ich sage euch nachher, was ich denke. Und teure Koffer sind Rimowa. Ich glaube, ich sollte mal Alkohol trinken, dann klappt das auch mit der dritten Sendung. So, also gucken wir uns alles an, Themen durch, Themen bearbeitet, und dann könnt ihr den Kanal abonnieren, die Glocke anmachen, Like da lassen, kommentieren, abonnieren, und wir besprechen das Ganze. Das erste Thema ist Boeing. Die machen ja mit 2 Fliegern, die für die US-Regierung dort Umsatz machen sollen, quasi keinen Umsatz, 2 Milliarden. Festpreis wurde vereinbart von Donald Trump. Alle haben sich totgelacht, aber er ist ein Kaufmann. Also muss man sagen, was man will. In dem Fall einfach, das ist der Preis, das ist das, was wir bezahlen, das ist das, was die Bude kann, und sie kriegen es einfach nicht hin. Der Umbau der 747-8er Intercont, die ja meiner Meinung nach für irgendeine Fluggesellschaft, ich weiß nicht, Korean oder irgendjemand waren, die dann nicht abgenommen worden sind dann quasi für die Regierung umgebaut werden. Und Dezember 2024 ist ja Übergabezeitraum. Das heißt also, Donald J. Trump könnte quasi, wenn er gewinnen sollte, damit dann fliegen, wenn er Präsident ist. Aber als Boeing im Jahr 2018 den 3,9 Milliarden Dollar Auftrag erhielt, war man ja auch mit der Farbe nicht ganz happy. Also bei Boeing ist ja scheißegal, wie es lackieren, aber die Leute fanden das halt nicht so schön. Die fanden die alte Lackierung besser. Könnt ihr übrigens sagen, was ihr davon haltet, wenn ihr die Bilder im Kopf habt. Aber auf jeden Fall ist es so, dass sie zu den neuen Flugzeugen zur Air Force One umgebaut werden sollen. Man hat die Flugzeuge noch nicht gesehen. Fertig sind die Flugzeuge irgendwie aber nicht innen, oder ne? Weil also Flugzeuge selber sind ja gebaut. Also die werden ja auch nicht mehr gebaut, die 747-8er. Offiziell geht Boeing derzeit aus, dass die erste Maschine 2027 kommen soll und die andere 2028 wird. Also für Don ein bisschen problematisch. Unser Team kämpft sich durch ein sehr, sehr schwieriges Programm, seit 2 sehr komplexe Flugzeuge. Das sagte Colbert jüngst gegenüber der Nachrichtenagentur Colbert, und das ist der Boeing Defense-Chef Ted Colbert, der dafür zuständig ist. Und Lieferkette, Inflation, Personal, alles ist da ein Problem. Wir erinnern uns ja auch an lustige Begebenheiten, wo der Secret Service, der ja das Flugzeug bewacht, ne? Da gab es Tequila-Flaschen im Flugzeug. Das ist so bei der Zwischeninspektion. Ich sage, ich werde mal nachher Alkohol trinken, um die Sendung zu Ende zu bringen. Und da ist es halt so, dass auch Personen an dem Flugzeug gearbeitet haben, die keine Sicherheitsüberprüfung hatten und keine Sicherheitsfreigabe haben. Die alten Buden, die 747-200er sind, das ist ja die VC25A, die sollten ja schon irgendwie 2021 ersetzt werden, und also das war ja die erste Verspätung, und die müssen wir weiter fliegen. Ist jetzt nicht so ein Problem, weil die Dinger, die sind halt jetzt nicht so, dass die morgen auseinanderfallen, aber ist halt ein Problem. Und Boeing merkt halt gerade, dass das Ding zu einem Milliardengrab wird mit der Regierung. Interessant ist auch, dass hier die Regierung halt einfach nicht nachsteuert und sagt, nö, wir bezahlen nichts, weil wir haben ja einen Festpreis. Und 2 Milliarden, lustigerweise, wenn man irgendwie 3,8 Milliarden sagt und kommt dann irgendwie bei 5,8 aus, das klingt ja alles sehr bekannt von euch. Und natürlich könnte man das wie im Klassischen machen, diese Cost-Plus-Verträge oder wie die auch immer heißen, wie Berliner Flughafen, wir machen Preis, und wenn wir dann halt teurer werden, müsst ihr halt bezahlen. Das ist natürlich in meinen Augen ein klassisch strategischer Schachzug
der wirklich tipptopp ist. Frage des Tages Nummer 1 zu dieser Folge ist, welche Air Force One findet ihr besser? Die in der jetzigen Lackierung oder die in der Lackierung von Donald Trump? Googelt schnell, wie die aussieht. Oder ich mache ein Bild. Ich muss mal gucken, wie wir das machen. Das nächste Thema, was wir haben, kommt aus dem Bereich Sustainable Aviation Fuel. Man sagt ja, dass man beim Sustainable Aviation Fuel sehr viel Bedarf hat, weil er halt beigemischt werden muss ab 2025. Und die 7000 Tonnen SAF, die man alleine in Hamburg braucht, die man also 2025, da sieht man niemanden, der die Bude baut. Und da war ja irgendwie so ein Konsortium, das nannte sich auch Green Fuels Hamburg. Da waren beteiligt solche Sachen wie Airbus, Uniper, das ist der Versorger, ist ein finnischer Versorger übrigens gewesen, der dann verstaatlicht worden ist, nur so als Randbemerkung. Dann hatten wir die Siemens Energy als Tochter. Also insofern, das war auch interessant, dass da solche Firmen dabei sind. Aber jetzt ist irgendwie Ruhe und Schicht im Karton. $10.000 sollten hergestellt werden. Das Chemieunternehmen Sasol EcoFT sollte das machen. Das Projekt sollte in Hamburg sein, Billerbrook und Rothenburgsort. Und das Konsortium hat jetzt gesagt, nee, wir haben jetzt doch keine Lust mehr, das weiter zu verfolgen. Die Frage ist für mich, warum, was ist das Problem, wo gibt es das Thema? Und da muss man halt wirklich gucken, ob das vielleicht daran liegt, dass jemand den Bleistift rausgeholt hat, hat einmal eine Rechnung gemacht, Strich drunter gemacht, geguckt. Das lohnt sich nicht. Und das ist natürlich spannend und ich bin mal auch gespannt, was hier passiert, denn Fluggesellschaften müssen SAF vom Gesetz wegen einfüllen in den Tank und das wird hier nicht passieren. Aber ich finde es halt spannend, dass da jetzt Schluss mit lustig ist, um es mal so zu formulieren. Also hier eine interessante Entwicklung. Wir haben die Freunde von Lufthansa, die Millionen von den Klimakriminellen haben wollen, denn die Kriminellen von der Klimafront verursachen Schäden. Und man muss natürlich ehrlicherweise sagen, dass der Schaden, der dort passiert, durchaus nicht klein ist. Denn allein in den vergangenen Wochen wurden ja mehr als 100 Flüge, die ausgefallen sind, von der Lufthansa. Und da ist es so, dass natürlich diese, einige nennen sie auch eine kriminelle Vereinigung, ich weiß jetzt nicht, ob ich so weit gehen würde, ne, aber gut, kann man sagen, verlangen ja schon im ersten Fall, der glaube ich in Hamburg war, 740.000, die werden das Geld nicht kriegen, aber jetzt gehen sie davon hin und sagen, wir wollen Millionen haben. Und das ist natürlich in meinen Augen noch die einzige Möglichkeit, um denen habhaft zu werden, dass man ihnen eigentlich alles unterm Arsch wegpfändet, was die haben, damit sie halt einfach diesen Quatsch nicht machen. Und ja, geh mal schön zur Vodafone oder zu irgendjemandem und sag, du willst Geld haben oder du willst irgendeinen Vermieter, der dir eine Bude geben soll, haben. Guckt sich deinen Schufa-Auszug an und sagt, oh, du schuldest der Deutschen Lufthansa AG Penunzen. Sorry, können wir leider nicht machen. Also insofern hat man da vielleicht ein bisschen mehr allgemeine Ruhe im Karton bei dem ganzen Thema. Also dass die Leute endlich mal zur Besinnung kommen, dass die Form des Protests eine andere ist, die besser sein sollte. Was auch besser sein sollte, das ist Qatar Airways. Und Qatar Airways wollte ja den 380er nicht haben. Al-Bakr, der war ja auch ein alter, ja, wie soll ich sagen, er war zumindest um kein schnelles Wort verlegen und da Randale zu machen, verbal, und hat gesagt, hey, Freunde der gepflegten Gastlichkeit, 380er war meine scheiß Entscheidung, ich bereue es. Und dann sollte der 380er nicht wiederkommen nach Covid und der ist wiedergekommen und jetzt ist es so, obwohl man nicht glücklich war bei Qatar Airways, jetzt muss man sein Glück mit der Bude suchen und man muss sie sogar mit Liebe versorgen. Das heißt also, man verbessert das Interweb zum Beispiel. Man hat ja vor 2 Jahren gesagt, dass man die Maschine jetzt so ein bisschen da noch fliegen lässt, weil die einigen Flieger von der Boeing noch fehlen. Und interessanterweise muss der Kollege Almer, der Bader Almer, das ist der neue CEO, gesagt, naja, dann gut, wir müssen unsere Strategie verändern. 2028 werden sie erst rausgehen. Mindestens. Heißt also, die Bude bleibt länger da und deshalb ist so, weil natürlich das Flugzeug Riesenkapazitäten hat und auf vielen wichtigen Strecken der Qatar Airways eingesetzt wird,
und viele Kunden natürlich auch ein Internet haben will man da das Internet optimieren und will da zum Beispiel das Internet von unserem Elon Musk reinbauen, SpaceX. Und das ist am Boden mit 100 MPS, in der Luft wahrscheinlich dann auch, schätze ich mal. Ich weiß es jetzt ehrlicherweise nicht, ihr könnt es sagen. Und auch die Kabine soll modernisiert werden. Es wird wahrscheinlich nicht die Q-Seat werden. Logischerweise wird es aber auch nicht werden, kann ich ehrlicherweise sagen. Weder die alte noch die neue Next Gen. Warum? Weil sie zertifiziert werden muss. Und diese Zertifizierung kostet zu viel Geld. Und wenn man die Bude halt nicht so lange hat, dann wird man wahrscheinlich entweder den Weg gehen wie die Lufthansa und sagen, man wird Sitze von der Stange nehmen, die man etwas modifiziert, die Farben anpasst und dann hurra. Oder was man machen kann, das ist natürlich auch etwas, dass man die Sitze, die drin sind, verbessert. Das heißt, dass man die Polster wieder austauscht, dass man vielleicht den Fernseher austauscht, dass man größere Bildschirme reinbringt und dass man die ganze Kabine einfach nur aufhübscht. Und das ist natürlich auch etwas, wenn man sagt, der Sitz ist schon leider etwas älter, ehrlicherweise. Das ist, glaube ich, der alte Sitz, der auch bei Finnair drin ist. Also die sind ja auch eine Generation weiter, obwohl man jetzt mit dem Safran-Sitz, da ist das Safran? Auf jeden Fall mit dem Sitz von der Finnair da so ist. Und was passiert mit der First Class, die da drin ist? Wird die einfach ausgebaut, man macht da andere Sitze rein, weil man damit ja auch nicht so happy ist. Aber ich bin gespannt, wie der 380er sich weiter bewährt und persönlich innerlich habe ich einen Reichsparteitag, denn die A380 ist einfach ein geiles Flugzeug und ich muss auch sagen, die Lackierung von Qatar Airways, ich finde sie edel, elegant, auch, ist ja auch eine teure Farbe, die verwenden und so fliegt der Flieger wenigstens etwas länger und hat wesentlich mehr Spaß für uns, dass wir uns am 380er erfreuen können, wenn er landet in Frankfurt oder wo auch immer auf der Welt. Wir können jetzt uns nochmal über Flugbegleiter besprechen. Und zwar, Air Canada hatte einen interessanten Vorfall und der Vorfall ist der Kanada-Flug AC-73. Die Dame sagt da etwas über, dass man da halt, sie wäre beziehungsweise die Crew ist gefragt worden nach einer Decke, so war's. So. Und der Flug sollte am 26. Juli rausgehen, aber er ist in Casablanca stehen geblieben, ist dann nicht nach Kanada weiter geflogen und Montreal war ja das Ziel. Warum? Weil das Video-Footage, wie ihr seht, die Flugbegleiterin zeigt, wie sie die Passagierin da zusammenscheißt, um es mal ganz klar zu sagen, auf Französisch und auf Englisch und hat dann auch gesagt, lustigerweise, I don't want no bullying against my crew. Und da muss man dann natürlich der Ehrlichkeit halber sagen, ja, das kann ich verstehen, da bin ich dabei. Und dann wollte die Crew, dass die Dame vom Bord verschwindet, aber da haben andere Passagiere Solidarität gezeigt und gesagt, nö, wenn die geht, gehen wir auch. Und deshalb haben wir gesagt, na gut, dann geht's zurück zum Gate und dann steigen alle aus und der Flug bleibt hier stehen. Und interessanterweise ist der Flug dann nächsten Tag gegangen, er ist stehen geblieben abends. Man hat auch eine andere Crew gesucht und Air Canada hat dann Folgendes rausgegeben. Wir entschuldigen uns bei unseren Kunden und wir sind tief traurig, dass diese Erfahrung, die sie heute gemacht hat, dass dieser Vorfall halt so serious ist, also so hart. Wir schauen uns das ganze Thema an und wir werden dann eine appropriate action nehmen. Also das heißt eine Aktion starten, die angemessen ist. Und dann geht's weiter, dass man natürlich entschuldigt, dass das halt nicht die Erfahrung ist, die man bei Air Canada normalerweise hat, bla 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 bla. Und man gibt den Passagieren auch eine Delay Compensation, heißt also, man gibt da auch Geld raus, weil sie verspätet ist. Ja klar, müssen sie halt, dumm gelaufen. Und ehrlicherweise, ihr habt das Video gesehen, es ist leider sehr kurz und man weiß auch nicht, was passiert ist vorher. Deshalb würde mich interessieren, was wirklich vorher passiert ist, ob es ein Missverständnis war, ob es wirklich so war, dass man dort dumm angegangen worden ist. Daher sie sagt ja, dass man die Crew da nicht in irgendeiner Art und Weise, und ich will das genaue Wording nochmal nennen, deshalb gehe ich daran, no bullying against my crew, und das sieht dann so aus, dass es Purser war. Das ist natürlich auch so eine Geschichte. Was macht ihr aus dieser Geschichte heraus? Was denkt ihr dazu? Sagt ihr, schwierig, oder sagt ihr, nee, eindeutig, Crew hat recht, Passagier hat recht, eure Meinung ist dort knallhart gefragt. Das letzte Thema ist auch ein Thema, wo eure Meinung knallhart gefragt ist, und zwar Koffer.
Koffer sind ja so ein Thema. Einmal, viele Leute von euch, die wollen ja gar keine Koffer mehr aufgeben. Es soll ja keine Koffer mehr quasi geben, die man aufgeben möchte, weil man halt keinen Bock hat, dass man stundenlang auf sein Gepäck wartet. Und die Frage ist halt, ob man auf sein Gepäck dann auch eventuell, wenn man darauf verzichtet, nicht mehr das teure Gepäck kauft, oder soll man das teure Gepäck kaufen? Und da geht es ganz klar um Rimowa. Weil wenn so ein Rimowa-Koffer über 1000 Euro kostet, und wir reden über einen Port-Trolley, ich glaube, die ersten habe ich irgendwie um 400 Euro gekauft, ne? 800 Mark oder was war das? Also das war ja damals schon teuer. Aber jetzt sind die über 1000 Euro, seit Louis Vuitton da ist. Und Schreckensnachricht, im ersten Halbjahr ist 15% weniger Shampoos verkauft worden. Das ist LVMH, wie heißt das noch? Louis Vuitton, Moët & Hennessy. Auf jeden Fall, die haben da Verlust gemacht. Und sie haben ja auch, als sie die Firma übernommen haben, zum Beispiel den lebenslange Garantie für die Koffer weggemacht. Das fand ich zum Kotzen. Jetzt ist sie wieder da, ist also auch wieder zurückgekommen. Aber es ist halt ein Problem. Und die Koffer sind natürlich interessant. Meine alten Koffer, meine Rimowa Lufthansa Private Jet Edition, haben sogar 114 Liter. Jetzt habe ich Koffer mit 82 Liter. Aber ich benutze sie selten, weil ich mittlerweile auf North Face Taschen umgegangen bin. Und der Kollege sagt, ja, er schwört auf Rimowa. Und ich sage, nee, ich bin mittlerweile von Rimowa weg, weil da zu viele Probleme waren. Weil gefühlt auf jedem Flug irgendein Koffer kaputt war. Das heißt also, es geht sich nicht um die Dellen. Ja, also nicht um diese Geschichte, dass man sagt, ja, jede Delle hat eine Geschichte und man erinnert sich dann an die Reise oder sowas. Es ist halt einfach eine Patina, die man da hat. Und ich muss ehrlicherweise sagen, mir sind die Koffer mittlerweile zu teuer, dass man die da irgendwo in der Weltgeschichte rumschmeißt und dann halt kaputt kriegt und dann muss man ihn zurückbringen und so weiter und so fort. Ich bin mittlerweile auch nicht mehr mit meinen mit meinen Boarding-Koffern so happy, weil dadurch, dass ich zum Beispiel im Winter in Tallinn, in Helsinki oder wo auch immer oder in Los Angeles durch den Staub oder sonst was mit den Dingern rolle, im Besonderen mit meinem Bordroll, fängt der ganze Gestänge an zu quietschen und die Wheels, und die muss ich austauschen. In Finnland muss ich immer bezahlen, weil die sagen, ja, nee, ist keine Garantie. In Köln machen sie es Gott sei Dank noch kostenfrei, deshalb gehe ich dann immer in Köln und manchmal machen sie das Gestänge auch direkt mit. Aber ich sehe es irgendwie nicht mehr ein, diesen teuren Koffer zu nehmen. Selbst als Bordtrolley finde ich es relativ problematisch. Da ist der Rimowa-Koffer ganz klar im Nachteil gegenüber dem Koffer von der Lufthansa, von der Aluminium-Serie. Plastik kommt mir nicht ins Haus, PVC oder wie das Zeug heißt, oder Polyurethan. Aber der Kollege hat halt gesagt, er kauft die sich noch, ich kaufe sie nicht. Und da seid ihr jetzt gefragt, kauft ihr noch teure Koffer, macht das Sinn für euch? Weil ich habe das Gefühl, dass ich in meine North Face Koffer wesentlich mehr reinbekomme, die sind wesentlich leichter. Wenn da was mit kaputt ist, ja, dann kostet das Ding 100 Euro drauf. Ne? Geschissen, wollte ich sagen. Und damit ist der Drops dann auch gelutscht. Aber am Ende des Tages finde ich es halt wirklich schade, dass die teuren Koffer dann halt so malträtiert werden. Ist nicht wie in Japan, wo die Koffer halt mit Liebe rüber geschubbert werden. Deshalb haben wir hier für euch auch nochmal die Frage des Tages. Und zwar die Frage des Tages ist, die erste Frage, die muss ich natürlich hier ganz klar wiederholen. Welche Livery findet ihr schöner, von der Maschine, von den 747-8ern, die alte Lackierung klassisch, oder wollt ihr lieber die neue Lackierung haben mit dieser mehr mit amerikanischer Flagge und so weiter reflektiert? Das wäre eine interessante Geschichte. Dann haben wir die Geschichte mit Air Canada. Was haltet ihr da von der Sache? Wer ist schuld? Oder sagt ihr, na, weiß man nicht, kann man nicht so sagen. Und natürlich, kauft ihr noch teure Koffer oder sagt ihr, ein Aufgabegepäck auf jeden Fall teurer Koffer, Bordtrolley auf jeden Fall teuer, oder sagt ihr Bordtrolley nur noch teuer und so weiter. Und wenn ihr sagt, welchen Koffer ihr haben wollt, sagt auch gerne welche Marke. Ob ihr vielleicht den Lufthansa Aluminium Collection ausprobiert habt, so wie ich die ausprobiert habe. Ich finde die toll. Ich finde übrigens den Koffer, und da muss ich nochmal gucken, ob ich in Frankfurt jetzt den Koffer nochmal kriege. Und zwar mit dem Fach vorne, mit dem schwarzen, finde ich richtig geil, leider. Also er sieht geil aus. Aber der Rimowa ist klassisch und schick. Bevor ich eure Antwort vorwegnehme, denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like da zu lassen, und ich freue mich auf Frankfurt, euch zu sehen, und ich mache für euch den Abspann. Also bis dann, danke, ciao, und morgen in alter und Frische.